Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist das der absolute Aventus-Killer von Amarv? Das möchte ich mit euch heute besprechen. Eine geile UVP werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ihr kennt ja absolut Aventus. Heute geht es mal nicht um den Aventus. Das war ja erst vor 2 Tagen von Zara, wo ich gesagt habe, was könnte ein Aventus-Killer mal wieder sein? Aventus hier, Aventus da. Man macht es schon gar nicht mehr hören im Endeffekt. Aber den muss ich euch noch mal zeigen, weil der absolute Aventus ist sehr, sehr nice. Aber kommt das jetzt in günstig? Ist das eine gute Alternative? Ist das ein sehr guter Nachbar? Whatever. Dranbleiben, Freunde. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance-Dog aus Hamburg. So, Claptonite Precious. Wenn richtig ausgesprochen, Französisch muss ich nicht können, jedenfalls nicht wirklich richtig. Es reicht, wenn man das mündlich gut kann. Ja, Claptonite, da gibt es ja viele Versionen von Amarv. Claptonite Eau de Toilette, das Eau de Parfum, das Parfüm, die Special Edition. Ich habe die Special Edition, ich habe das Eau de Toilette, habe ich das Parfüm, nee, das Eau de Parfüm. Ach, ich habe so viel. Auf jeden Fall, das sind alles Aventus-Alternativen. So, jetzt aber macht Amarv oder möchte den Absolut Aventus angreifen. Das ist ein sehr geiler, fruchtiger, maskuliner Aventus. Ja, schaffen Sie das? Das ist die Frage und ich möchte euch jetzt erstmal die OVP zeigen, weil das ist schon der Wahnsinn für 45 €. Ich hatte allerdings einen Gutschein. Normalerweise kostet 58, 60, 65, sind ja immer verschieden und jeden Tag ist der Preis anders. So, auf jeden Fall, ihr könnt die OVP aufreißen wie ein Paket. Ich könnte jetzt auch anders sprechen, aber lassen wir aufreißen wie ein Paket. So, und dann machen wir das mal auf. Das geht nämlich so. Ich habe das jetzt noch nicht alles, ich habe das jetzt nicht also richtig fest drin. Ich habe auch den Flakon schon rausgenommen. Und ja, hier habt ihr jetzt so ein Gummiteil rum um die OVP. Seht ihr hier, ich habe das jetzt auch nur einmal zugemacht, damit das jetzt schneller geht. Damit müsst ihr das aufmachen. So, und das ist immer ein bisschen, dauert ein bisschen, deswegen nämlich. So, und dann seht ihr, dass ihr das abmachen könnt und dann bekommt ihr diese schöne OVP. So, und dann macht ihr das hier auch auf, so. Und dann habt ihr das. Nicht schlecht, Herr Specht. Darunter ist der Flakon, den habe ich natürlich jetzt rausgenommen. Schön Samt. Dazu bekommt ihr tatsächlich noch so ein Putztuch hier, wie bei den Brillen. Damit könnt ihr schön die Flakons sauber machen. Und den Flakon, und den werdet ihr ja gleich sehen, weil der Flakon, jetzt habe ich den noch nicht ganz sauber gemacht. Hätte ich mal, ich mache das mal ganz kurz sauber, damit es auch, damit ihr sowas habt. Und pass auf, dafür ist es ja da. So schaut er aus. Ja, das schaut schon sehr nice aus. Aber es geht ja um den Duft. Ist dieser Flakon oder schafft dieser Duft mit so einem ganz, guck mal, wie dünn der ist, schafft er es so zu performen, so geil zu riechen wie der Absolut Aventus. So, sie ist maskuline. Ja, da kommen wir zu. Ich sprühe mal. Der Sprüh ist in Ordnung. Und ihr habt tatsächlich Absolut Aventus. Das erste Mal, wenn ihr den das erste Mal riecht, vielleicht lag es aber auch an der Tagesform, weil ich andere Düfte gerochen habe, habe ich gedacht, der riecht aber nicht wirklich so. Also es hat erst so nach einer halben Stunde hatte ich erst so das Gefühl, dass der in diese Richtung geht. Aber jetzt oder auch danach, den Tag danach, ja, man riecht es, das ist tatsächlich Absolut Aventus. Das ist wirklich gut gemacht und wir werden jetzt auch mal ganz kurz das Original sprühen. Ist natürlich ein bisschen blöde, weil ich habe den hier gerade gesprüht. Der Sprüh ist natürlich ein Tick besser. Ja, vielleicht habt ihr beim Original, sage ich mal, dieses mehr, ihr kennt ja, der riecht ja ähnlich am Anfang wie der Dior Homme Elixier, nur ohne Lakritz und einfach dieses sehr dunkle, fruchtige. Die schwarze Johannisbeere kommt sehr gut rüber beim Original, während hier keine schwarze Johannisbeere, guck mal, sofort drauf hier, von hier, ne, wenn man mal so macht, gleich hier drauf. Die schwarze Johannisbeere ist hier nicht drin. Hier ist Karamell und Birne. Ne? Eine Birne ist eine Birne. Und das habt ihr nicht. Ihr habt Grapefruit ein Original und
ja, die schwarze Johannisbeere eben. Was für mich kommt der über die schwarze Johannisbeere. Aber das ist das Schöne, irgendwie bekommt man ja das so hin, dass trotzdem die DNA ähnlich ist. So. Und das macht der Amar wirklich sehr, sehr gut. Nun rieche ich natürlich, ich sprühe jetzt nochmal und mache das jetzt mal mit der Hand. Ich weiß auch nicht, Karamell, also Karamell auf der Haut vielleicht minimal, aber das ist nicht süß. Also es ist ein fruchtiger, frischer, auch hier maskuliner Duft, wo vielleicht mehr auf der Haut die Birne rauskommt, als natürlich die schwarze Johannisbeere. So, das ist gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, ihr habt einfach die DNA schon vom Absolut Aventus. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, preistechnisch ist das eine ganz andere Liga, der Creed. Und erst hieß es, er ist nur ganz kurz vorhanden, limitiert. Das ist hier noch die erste Version. Inzwischen gibt es die zweite oder dritte Auflage von den Absolut Aventus. Natürlich trotzdem nicht in Massen, aber ich sage es jetzt nochmal, solange ein Duft nicht limitiert ist, beziehungsweise nummeriert, ist es für mich so nicht eine limitierte Version, weil es muss schon nummeriert sein, weil dann erst ist ein Parfüm limitiert. Alles Special Edition oder gibt es nur ganz oft. Ganz ehrlich, wenn der Duft super verkauft wird, dann hauen sie nochmal 2000 Flakons rauf und dann ist das alles nicht mehr limitiert. So, das ärgert mich auch aktuell an den neuen. Jean Paul Gaultier macht das ja ganz gerne. Da weißt du, da kauft man sich dann den auf der Seite, weil es heißt nur hier und dann eine Woche später gibt es den schon woanders. Das ist ganz ehrlich, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Ne? Auf jeden Fall, der Club de Nuit Precious One übrigens, ist wirklich geil. Also die Fruchtigkeit, die DNA, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Alternative, sagen wir mal so, zum Absolut Aventus. Wirklich. Kann ich nur so sagen, mit einer oberheftig guten OVP, die auf jeden Fall bei Creed nicht vorhanden ist. So, das wissen wir. Zum Flakon, auch das ist richtig schön gemacht. Jetzt ist er natürlich hier bespritzt von Juice. Das wird jetzt nicht besser, ne? Und da habt ihr hier natürlich aber auch einen wirklich sehr, sehr schönen Flakon, ne? Vom Original, das darf man nicht vergessen. Das ist schon wirklich sehr nice gemacht und es riecht einfach so. Wenn ihr einfach die DNA, wenn ihr einfach mal den Absolut Aventus gerochen habt und euch aber, ja, ihr sagt einfach, es ist zu teuer und vielleicht gibt es ihn auch bald nicht mehr, dann versucht den, ganz ehrlich, das sind allerdings keine 100 ml, das sind 50, ist wieder so klein, 50 oder 55, 58, ganz komisches Ding ist das, aber ja, trotzdem reicht es, sonst holt ihr euch 2 davon, dann habt ihr 100 ml und habt trotzdem 100 Euro ausgegeben, wenn überhaupt. Und ja, wo ist das Original eventuell besser? Natürlich, klar, die Tiefe, obwohl der wirklich, wirklich gut ist. Und hier gleich vorweg für die ganzen Leute, die Club de Nuit-Fan sind, hier habt ihr nicht das Zitrische. Ist zwar, glaube ich, auch hier drin. Beim Original ist die Zitrone da, hier auch. Aber ihr habt nicht WC-Stein und das, was man bei den anderen komplett immer riecht, habt ihr hier nicht. Insgesamt bleibt vielleicht das Original, bleibt tiefer und es bleibt einfach dieses fruchtige und typische Absolut Aventus DNA bleibt natürlich durchgehend. Das kann sein, dass manche Nasen hier, dass es Tagesform sagen können, okay, jetzt riecht er doch wieder, geht so ein bisschen doch in das Original Aventus. Aber das dauert dann auch ein bisschen. Dazu kommen wir dann jetzt auch gleich zur Haltbarkeit. Das ist immer schwer. Das ist so, ich meine, der Absolut Aventus performt 7, 8, 9 Stunden. Und Sillage auch, okay, ist gut, okay, aber das ist ja alles nicht so brachial bei Creed aktuell, wisst ihr ja, das habt ihr hier dann auch ungefähr, vielleicht von der Haltbarkeit. Das ist wirklich an den Tag, wo ich das getestet habe, war jetzt nicht so lange, aber wie gesagt, da hatte ich auch sehr viel getestet, war die Nase auch irgendwann dicht. Ich denke mal, er ist auch so, peilt so seine 6 bis 9 Stunden ein. Ja, an. Auf jeden Fall, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das reicht. Das ist im Büro perfekt zu benutzen. Und er kommt auch soweit gut an. Ich finde, beim ersten Mal tragen oder die Leute, die ich dort getroffen habe, die habe ich auch wo ich den getragen habe, getroffen, muss sagen, dass der Absolut Aventus anscheinend ein bisschen besser ausstrahlt und ein bisschen mehr Sex-Appeal, mehr, ja, sexy ist, eventuell. So. Lasst euch nicht von Karamell und so abschrecken. Ich weiß nicht, wo da Karamell sein soll. Auch nicht auf der Haut, auch nicht in der Luft. Also dementsprechend
vergesst das mal. Das hat nichts mit süß oder irgendwelchen Gourmand-mäßigen Duft zu tun, nur weil da Karamell drin ist. Die Birne macht es ein bisschen anders als die Grapefruit. Das ist eben beim Original sehr, sehr cool gemacht. Das Original bleibt immer das Original. Das sage ich jedes Mal. Und ich habe das Original, will es denen nicht geben. Ich habe lange überlegt, das zu machen. Aber weil ihr sehr viel genervt habt, habe ich es dann nur mal gemacht. Und wie gesagt, ich benutze das Original. Aber den kann man wirklich gut benutzen. Das ist nicht einfach so. Und ihr könnt auch rausgehen. Das ist immer so das große Thema. Und sagt ruhig, ihr tragt einen arabischen Duft auf. Ihr müsst nicht sagen, ich trage Creed Absolut Aventus nur um anzugeben. Nein, macht das doch nicht. Warum? So ein bisschen anders ist er dann schon, aber er hat, also die DNA in der Luft, es ist Absolut Aventus, ist da. Also ihr solltet den testen. Und wer Claptonoid so und so diese ganze Reihe hat, der sollte auf jeden Fall bei den Amarv auch zuschlagen. Also ihr solltet den nicht liegen lassen, weil ihr denkt, das ist der nächste Aventus Klon oder der nächste Aventus-Alternative. Nein, hier habt ihr wirklich Absolut Aventus. So, vielleicht zum Schluss hier ist das ein bisschen anders und so, aber es bleibt schon, merkt ihr, Absolut Aventus. So. Ja, was soll ich eigentlich mehr sagen? Dementsprechend war das eigentlich alles. Also es hat sich wirklich gelohnt, das kann ich sagen. Es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Ich denke mal, es wird die beste Alternative sein zu diesem Sara-Duft, den ich euch letztens vor 2 Tagen vorgestellt habe. Da ist auch ein bisschen Absolut Aventus drin, soll auch ein Absolut Aventus Alternative sein, aber da ist viel zu viel Leder drin. Das ist ein sehr geiler Duft von Sara, aber das hat nichts mit den Absolut Aventus meiner Meinung nach zu tun. Und wenn nur dieses mit den OG, den Absolut und extrem viel Leder. Das gibt es ja so vom Original nicht. Sehr cool gemacht von Sara, aber wenn ihr einen super Nachbau haben wollt und eine Alternative, wo ihr sagt, okay, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu teuer, oder ihr habt das Original, ne, was immer besser ist, aber ihr wollt trotzdem noch einen so haben, wo ihr nicht so viel, wenn ihr nicht sofort euch noch ein Flakon kaufen könnt, dann ist der Claptonoid Precious One auf jeden Fall sehr, sehr gut. Holt euch da 2 Stück von und dann habt ihr genug. Das macht ihr so und so nicht leer, es sei denn, ihr habt nur den Duft und besser geht's nicht. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Das war mal wieder nice. Der Preis ist heiß. Auf jeden Fall, was das angeht. Auch wenn ihr den runtergesetzt habt. Und ja, der ist ein bisschen teuer manchmal. Aber dafür ist er dann wirklich gut. Wenn man sich überlegt, dass man 345 €, glaube ich, was habe ich bezahlt? 345 für das Original ausgibt. Auch wenn es ein bisschen tiefer ist, hat natürlich so ein bisschen die typische DNA, die keiner so nachmachen kann von Creed, klar. Aber der ist schon wirklich, muss man sagen, wirklich gut. Also, da bin ich raus und bis zum nächsten Mal.